Herzlich willkommen zu einer Sternstunde des deutschen Fußballs. Das Finale der EM 72 war so eine, vielleicht sogar die größte. Nach dem 3:0 gegen die Sowjetunion, deren Mannschaft wir hier sehen, war die restliche Fußballwelt begeistert und erging sich. Kaplitschny. Es war schon von Beginn an kaum ein Durchkommen in der deutschen Abwehr. Da waren Schwarzenbeck, da waren Höttges und da ist Gerd Müller, die Konterchance. Und Rudakow. Auf Heinkes und Gerd Müller. Die Großchance für den deutschen Torjäger. Sie hören die Kulisse, 43.000 Zuschauer waren im Stadion, 40.000 aus Deutschland. Keine Fans der russischen Mannschaft, faul an Netzer, denn die hatten damals noch keine Reisemöglichkeiten. Die restlichen 3.000 waren wohl eher als Offizielle im Stadion. Und wieder Rudakow. Hatte wenig zu tun in diesem Spiel, das sehr fair verlief. Istomin versucht's aber. Breitner, Uli Hoeneß, schöner Doppelpass. Paul Breitner von der linken Seite, aber der bekam den Ball nicht auf den Außenriss. Und deshalb sein Schutz hatte sogar einen Elfmeter gehalten, aber nach diesem Finale bekam er natürlich nicht so gute Kritiken. Nächste Möglichkeit für die Deutschen. Hoeneß, Müller, abgefälscht und Glanzparade. Höttges und Schwarzenbeck vorgesehen. Haki Wimmer, der Sprinter auf dem rechten Flügel. Und er, der Mann für die Standards. Der Mann mit den langen Haaren, Günther Netzer. Er suchte immer wieder die 1-gegen-1 Situationen an Zweien vorbei. Uli Hoeneß! Die Latte verhinderte hier die deutsche Führung und dann Netzer im Nachschuss mit dem ungewohnten. Und der Meiersepp, tja, der hatte. Und Haki Wimmer, knapp am Tor vorbei. Und Sie sehen, Netzer in die Mauer. Hoeneß. Schöner Ball auf den Sprinter, auf Haki Wimmer. Und faul an ihm. Wurden von ihm ausgeführt vom Mann mit der wehenden Mähne, Günther Netzer und Rudakow. Da haben wir die russische Bank, vorne der Herr mit der Brille. Immer wieder dieselben Stationen im Angriff. Netzer, Beckenbauer, Wimmer. Und der will nicht die Ecke, der sucht den Weg zum Tor. Seine Flanke auf Kremers, aber Zauberpässe aus dem Fußgelenk heraus. Und so leichtfertig gingen dann die Russen mit ihren kleinen, zarten Möglichkeiten um. Einfach kein Durchkommen. Rudakow und da ist er, der Mann mit der eingebauten Torgarantie, Gerd Müller. Ein für die Russen, Istomin. Tja, wie immer, Netzer. Sucht Heinkes, sein Kopfball. Und Rudakow. Und die erste große Parade von Sepp Maier bei diesem Schuss. Und dann Netzer. Und wenigstens mal der Versuch einer Variante. Aber auch der Netzer. Gefoult. Umgerissen.
diesen Vorteil und zeigte Kapitschny gelb und dann für Deutschland ein 2:0 oder ein 3:0 hätte die einfach zu groß. Chocilava traut sich jetzt mal mit nach vorne ein bisschen. Troschkin. Und das war alles Guess. Wunderschön. Auf Wimmer! Und da ist es. Das 2:0 für Deutschland in der 52. Hoeneß stört hier. Heinkes. Hoeneß zieht los. Aber Sie sehen schon an der Reaktion des Torwarts. Troschkin, da ist er wieder. Schöne Flanke und dann mal Heinkes. Schwarzenbeck und der Ball kommt zu Gerd Müller. Das 3:0 für Deutschland. Die 57. Minute. Da ist der Neue mit der 15, Dolmatov, der für Konkow gekommen war. In der zweiten Halbzeit. Und Schwarzenbeck. Und da ist Dolmatov und immerhin mal. Das war vielleicht die stärkste Phase. Und dann zieht er ab. Gut und gern 30 Meter. Kraftvoller Schuss, da wäre Meier nie dran gekommen und er klatscht zurück. Und Heinkes zwingt Rudakow zur nächsten guten Parade. Hier diese Chance blitzschnell reagiert da Jupp Heynckes und diesmal Rudakow sehr sicher. Holte und dann gibt's kein Halten mehr für die deutschen Fans. Da kam der Schlusspfiff des österreichischen Schiedsrichters. Deutschland war Europameister. Die deutschen Spieler flohen regelrecht vor ihren eigenen Fans in diesem abgesperrten Bereich da vor der Haupttribüne. Dort feierten sie dann diesen Triumph, dieses 3:0, die Europameisterschaft, die deutsche Jahrhundertelf. Und den höchsten Höhepunkt gab es dann 2 Jahre später, als Deutschland auch noch Fußball-Weltmeister wurde, aber so schönen Fußball wie diese Mannschaft bei der Europameisterschaft hat dann die Weltmeistermannschaft wohl nicht mehr gespielt. Dieses hier, das war die Jahrhundertelf.